Okay. Au, sagt mal bitte, wenn es da hinten rausrutscht die Haare. Ich will nicht wieder aussehen wie so ein Clown im Vorstadtzirkus da, also. Ja. Okay, ihr habt. Hallo, ich bin Timo von Paulimod und nachdem wir in den vorhergehenden Videos schon die SX2H Black Edition vorgestellt haben und unser Schlachtross, die SX4, ist es heute einfach mal an der Zeit, die solide Mittelklasse vorzustellen und dafür haben wir uns für die F307 aus unserem Sortiment entschieden. Für wen die Maschine geeignet ist und was die Maschine kann, das werden wir jetzt herausfinden und dazu schauen wir uns erstmal genauer an, bevor ich in die Erklärung gehe. Im Folgenden will ich jetzt hier auf die Details eingehen, auf die tollen Details, wie ich finde. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Frequenzumrichter aus österreichischer Fertigung und einen Motor aus deutscher Fertigung, die hier im Hause verbaut werden. Der Motor hat einen 230 Volt Anschluss. Das heißt, der Dreiphasen-Asynchronmotor wird über den Frequenzumrichter angesteuert und dadurch, dass das über die Frequenz geschieht, hat der Motor auch bei niedrigen Drehzahlen ein hohes Drehmoment und ist dabei sehr, sehr standfest. Die Maschine ist sehr massiv ausgeführt, hat ein Gesamtgewicht von 116 Kilo und damit lassen sich auch Werkstoffe nicht nur von Kunststoffen und Buntmetallen, sondern auch Stähle bearbeiten. Das ist ein Riesenvorteil an der Maschine. Zudem hat die hier bei dem Modell F307, das wir sehen, einen großen Tisch, und zwar den 700 mm Tisch. Und egal, ob es jetzt die F205, die F207, die F307 sind, alle Maschinen haben eine Kugelumlaufspindel in der X-Achse und in der Y-Achse. Die Maschine ist sehr massiv gebaut. Die hat ein Gewicht von 116 Kilogramm und ist deshalb so massiv, dass sich nicht nur Kunststoffe, Buntmetalle, sondern auch Stähle bearbeiten lassen, also zähere Materialien. Hinzu kommt, dass sie trotzdem relativ kompakt ist. Die Maße sind 980 mm auf 950 mm auf 560 mm. Das heißt, man hat im Regelfall noch überall Platz für die Maschine. Wem der Tisch ein bisschen zu breit ist, die F205V hat einen 500 mm Tisch. Dadurch ist sie noch ein bisschen schmaler. Wie die Platzverhältnisse bei euch sind, weißt ihr selbst am besten. Messt es einfach mal aus, schaut es einfach mal nach. Aktuell ist die Maschine für unter 1700 € zu bekommen. Man kann sie natürlich optional noch mit einem Messsystem aufrüsten, das, wenn ihr gleich die Maschine mit Messsystem kauft, verbaut ist. Falls ihr aber gleich von Anfang an sagt, nee, wir wollen es erstmal so probieren und das Messsystem erst nachrüsten, wir bieten auch im Zubehör das als Nachrüstset an. Dann als komplettes Set, das schon richtig zusammengestellt ist, aber natürlich könnt ihr auch das individuell zusammenstellen. Wir haben es euch ja schon mal in einem separaten Video erklärt. Messsystem individuell zusammenstellen, geht natürlich auch an der Maschine. Apropos Zubehör, bei der Maschine sieht man auch optionales Zubehör, wie hier den Vorschubmotor von der X-Achse. Der ist selbstverständlich nicht im Lieferumfang dabei, sondern hier nur zu Demonstrationszwecken montiert. Aber darauf gehen wir jetzt auch im Einzelnen ein. So, ich gehe jetzt im Folgenden auf die Bedienung ein. Und zwar Bedienpanel selber, ihr seht es hier, Drehzahlmesser, Einschalter, Ausschalter, Drehrichtungsanzeiger, Notaus und das Potentiometer. Wenn ich die Maschine einschalte, seht ihr hier die Drehzahl. Die Drehzahl kann ich hier mit dem Potentiometer verändern. Und je nachdem, welche Gestriebestufe ich drin habe, kann ich von 150 Umdrehungen pro Minute bis 2250 Umdrehungen pro Minute regeln. Ich schalte sie hier aus. Und wir gehen jetzt auf die Seite der Maschine. Hier ist der Schalter für den Schnell- und für den Langsamgang.
gekennzeichnet mit Hase und Schildkröte. Schildkrötengang, wenn ich runtergehen will, auf bis zu 150 Umdrehungen. Schnellgang, wenn ich hochgehen will, bis zu den Umdrehungen von 2250 Umdrehungen, auf die ich schon gekommen bin. Wenn wir hier schon auf der Seite sind, können wir auch gleich hier das Schauglas erklären. Hinter dem Schauglas befinden sich die Zahnräder vom Getriebe. Das ist quasi als Wartungsklappe zu verstehen, um beispielsweise nach dem Verschleißstand zu schauen oder einfach mal mit einem Pinsel und mit ein bisschen Fett die Zahnräder zu schmieren und somit die Lebensdauer ein bisschen zu verlängern. Hier oben ist der Vierkant für die Ausrückspindel. Wenn wir das Werkzeug von unten in die Spindel reinsetzen, wird es im Gegensatz zur Bohrmaschine, wo am Werkzeug ein Austreiblappen ist, befindet sich hier eine Anzugsstange. Wenn ich das jetzt hier aufdrehe, können wir die Anzugsstange nach oben rausnehmen und wir sehen hier das Gewinde. Die SK30-Aufnahme hat ein M12-Gewinde und kein Austreiblappen, wie beispielsweise an der Bohrmaschine. Darum wird das Werkzeug in die Spindel eingeschraubt, aber nicht festgeschraubt. Das muss man nicht so festziehen, wie beispielsweise eine Schraube bei irgendeiner technischen Funktion, sondern geht es eher darum, dass der korrekte Sitz gewährleistet wird. Das heißt handfest, ganz leicht anziehen. Ihr habt sicher schon gesehen, ich habe hier den Hut, nenne ich es jetzt mal, abgeschraubt. Der Hut ist nichts anderes wie eine Wegbegrenzung nach oben und sobald er oben ansteht, quasi Absatz an oben, fängt es an, das Werkzeug nach unten rauszudrücken. Das ist natürlich ein nettes Gimmick, was wir hier verbaut haben lassen sollte. Das Ganze ist natürlich ein drehendes Teil, ganz klar, es ist ja direkt mit der Spindel verbunden. Darum ist es auch immer wichtig, die Abdeckung wieder drauf zu setzen, dass da alles sicher ist. Des Weiteren gehen wir hier jetzt mal auf die Pinolen-Hubanzeige und auf die Feineinstellung ein. Es handelt sich ja hier um eine sogenannte Bohrfräsmaschine. Bohren, klar, Pinolenhub, Fräsen, man kann die Z-Achse hinten separat verstellen. Dass natürlich das nicht in Stein gemeißelt ist, sondern man das miteinander kombiniert, ist klar, aber das ist jetzt der grobe Anhaltspunkt. Ich gehe jetzt im Einzelnen darauf ein. Ich mache jetzt die Pinolen-Hubanzeige an. Im Prinzip ist es nichts anderes wie ein digitaler Messschieber. Ihr seht es, der nach oben, nach unten geht und hier die Werte anzeigt. Somit kann ich zum Beispiel immer gleichbleibende Bohrungen machen. Zum Beispiel hier fängt die Bohrung an. Ich nulle es und dann kann ich von hier aus immer beispielsweise 22,5 mm tiefe Bohrungen machen. Raus, die nächste Bohrung, ich fahre wieder an, bin wieder bei 0. Seht ihr? Und dann gehe ich wieder auf 22,5, so wie gerade im Beispiel. Und kann somit immer exakte Bohrungen anfertigen mit der exakten Bohrtiefe, dass es wiederholgenau ist. Wenn ich jetzt hier an dem Griff in der Mitte die Mutter klemme, aktiviere ich die Feinzustellung. Feinzustellung heißt, ich kann mit dem Rad hier vorne, seht ihr, bis in Hundertstelbereich fein einstellen. Sobald ich hier es wieder löse, geht es wieder nach oben und ich kann wieder ganz normal den Pinolenhub nutzen. Selbstverständlich kann man die Pinole auch klemmen. Das heißt, wenn ich jetzt nach unten gehe, haben wir hier die Klemmung an der Seite und über die ist die Pinole genauso zu klemmen wie jede andere Achse auch. Ob das jetzt die Z-Achse ist, die X-Achse oder die Y-Achse. Hier unten seht ihr die Abdeckung. Die Abdeckung ist ist an einen Sicherheitsschalter gekoppelt. Das heißt, in dem Moment, wo die Abdeckung auf ist, könnt ihr die Maschine nicht mehr einschalten. Seht's? Nicht nachmachen. Maschine geht sofort aus. Sicherheitsschalter ist wichtig. Darum achtet bitte drauf, dass ihr auch da im Sinne eurer Sicherheit das montiert lasst. Ihr seht,
Die Z-Säule ist hier durch den Faltenbalg abgedeckt, dass die Spindel vor Spänen geschützt ist. Genauso ist es auch mit der Spindel von der Y-Achse, wo hinten ein Federschutz ist, wie ihr hier seht. Und vorne so eine Abdeckplatte, die verhindern soll, dass wenn wir die X-Achse ganz nach hinten bewegen, dass hier Späne in die Spindel reinfallen. Natürlich auch wieder, ihr habt es gesehen, spielfrei, Kugelumlaufspindel. Ich mag es ganz arg. Natürlich auch die Kugelumlaufspindel, wenn ich es nicht schon gesagt habe, hier auch in der X-Achse. Aber wirklich toll. Der Tisch selber hat 700 mm Breite und hat 3 Aufnahmenuten. Die Nuten sind M10 12 mm. Das heißt, 12 mm ist die Nutenbreite und das Gewinde von der Gewindebohrung ist M10. Hier haben wir natürlich noch optional den Vorschubmotor. Ihr seht hier den Vorschubmotor, wie er hier angebracht ist. Dann tut ihr einfach den Flansch entfernen, beziehungsweise davon natürlich das Handrad entfernen, dann den Flansch. Und wenn dann das Handrad und der Flansch entfernt ist, ist es einfach so ein Plug-and-Play-Prinzip, dass man den hier montieren kann. Der Vorschubmotor hat den riesen Vorteil, wenn man jetzt längere Werkstücke bearbeitet, dann muss man nicht immer kurbeln und kurbeln, sondern das macht der Motor. Ich will es euch mal kurz demonstrieren. Ich gehe hier, mache den Motor an, gehe hier auf Rechtslauf und mache hier die Mutter zu. Es geht nicht, klar, weil die Klauenkupplung muss übereinander stehen. Und wenn ich hinten an dem Rad drehe, dann finde ich die richtige Position. Und jetzt kann ich loslegen. Seht ihr? Und jetzt fährt der Tisch quasi von alleine. Man muss auch keine Sorgen haben, dass der jetzt auf Block fährt. Wie bei jedem Vorschubmotor hat man natürlich auch einen Anschlag. Ihr seht hier den Keil, ihr seht da den Endschalter und sobald der Keil auf den Endschalter geht, wird sofort ausgeschaltet. Die Maschine, der Vorschubmotor bleibt dann automatisch stehen. Und wenn ich jetzt auf Zurückschalte, seht ihr, springt er wieder an. Hier haben wir noch die Möglichkeit für einen Schnellgang. Wie ihr seht, sind hier die Klemmen von der X-Achse, das sind die Klemmungen von der Y-Achse. Und was an der Maschine auch noch ein Riesenvorteil ist, wir haben hier eine Keilleiste. Das heißt, die Spielfreiheit vom Tisch und die Leichtgängigkeit steht ja immer im Gegensatz. Je stabiler der Tisch ist, desto weniger Spiel er hat, desto strammer muss man einstellen. Aber je strammer man einstellt, desto schwerer geht's. Darum muss man da natürlich für sich den idealen Punkt finden. Der ideale Punkt heißt, es muss im optimalen Verhältnis stehen zwischen Leichtgängigkeit und Spielfreiheit. Während man bei einer Druckleiste immer mal wieder dran steht und es wirklich zu einer Geduldsaufgabe werden kann, ist es bei einer Keilleiste so, eine Seite lösen, andere Seite nachziehen, kontern, probieren, eventuell 2-3 Mal nachbessern. Spätestens dann hat man die richtige Funktion, Position und dann kann man das auch ad acta legen. Ist natürlich jetzt wieder ein Privileg von den größeren Maschinen, klar, weil sie auch von der Aufbauhöhe, von der Massivität her größer sind und damit mehr Platz zur Verfügung steht. Bei so kleinen Maschinen ist es auch stellenweise eine Platzfrage. Man darf ja die Bauteile nicht zu groß werden lassen, auch nicht zu schwer. Darum, ab der Maschine ist es schon vorhanden und ihr werdet es echt mögen, weil das ist wirklich ein richtiger schöner Vorteil an der Maschine. Wie bei allen unseren Maschinen findet ihr im Online-Shop unter dem Produktfoto von der Maschine den Reiter Zubehör. Da ist alles aufgelistet, was mit der Maschine kompatibel ist, zum Beispiel der Vorschubmotor, Spannzangenaufnahme SK30, Maschinenschraubstock, passende Spannbratzen, Fräser, Bohrfutter, Teilapparate, alles Mögliche, was ihr haben wollt. Wie ich schon vorher gesagt habe, wenn die Maschinen bei uns ankommen, sind sie nackig. Das heißt, bei uns werden die Maschinen zusammen komplettiert. Das heißt, der Motor wird angebaut, der Frequenzumrichter wird angebaut, es wird hier verkabelt und angeschlossen. Und erst wenn das ist, wird die Maschine getestet und wird dann nötigenfalls eingestellt. Und erst wenn die Maschine geputzt, komplettiert, laufen gelassen, eingestellt wurde, erst dann kommt sie zu euch. Wie bei allen Maschinen wird natürlich auch die Maschine auf Geometrie gemessen im Werk von dem Kontrolleur, den wir extern angestellt haben. Ihr seht auf dem Prüfprotokoll oder Test Record die Daten
wie die Maschine sein soll und was sie tatsächlich hat. Das heißt, die Soll- und die Ist-Daten sauber notiert. Das ist uns natürlich sehr, sehr wichtig, dass ihr ein Vergnügen habt an einer geometrisch einwandfrei ausgerichteten Maschine. Kommen wir nun zum Fazit. Die Maschine hat ein hohes Drehmoment über alle Drehzahlbereiche durch den Frequenzumrichter aus österreichischer Fertigung und den Motor aus deutscher Fertigung. Der Fräskopf ist zu 90 Grad drehbar, nach rechts und nach links. Die Maschine ist massive, dass sich auch zähe Werkstoffe bearbeiten lassen, wie beispielsweise Stahl, und sind daher für jeden ambitionierten Modellbauer oder Heimwerker oder auch Handwerker eine tolle Alternative. Die Maschine hat in allen Drehzahlen ein ordentliches Drehmoment, was natürlich den Vorteil hat, dass man größere Werkzeuge einspannen kann. Ich denke jetzt beispielsweise an Planfräser oder an Messerköpfe. Die Maschine kann es einfach. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. So, kommen wir zu unserem Fazit. Ihr habt sicher schon das Video gesehen von der PM190V, was ein echter Dauerbrenner ist unter unseren Drehmaschinen. Und so ist die F307V auch ein echter Dauerbrenner unter den Fräsmaschinen. Egal, ob ihr euch jetzt für die F207 entscheidet, für die F205V oder für die F307V. Kurz nochmal zur Erklärung. Das 7 in der Bezeichnung steht für den 700 mm Tisch. Das 5 bei der F205V steht für einen 500 mm Tisch. Das 2 steht für eine MK2-Aufnahme, wie bei der F205 und bei der F207. Und das 30 steht für eine SK30-Aufnahme. So erkennt ihr an der Bezeichnung, was ihr für eine Tischbreite habt und was ihr für eine Werkzeugaufnahme habt. Also im Falle F307 SK30 mit dem 700 mm Tisch. So, jetzt sind wir am Ende vom Video angekommen. Mir hat es wieder richtig Spaß gemacht. Und für euch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen, lasst uns unten in den Kommentaren einfach wissen. Ihr könnt uns natürlich auch folgen auf unseren Social-Media-Kanälen wie Facebook, Instagram oder so. Bitte vergesst auch nicht, uns zu abonnieren oder uns ein Like zu geben, wenn es euch gefallen hat. Uns freut's, uns motiviert's. Alles, was ihr hier gesehen habt mit dem Zubehör, wo ich schon angesprochen habe, ist natürlich auch unten in der Videobox verlinkt. Ihr müsst einfach nur drauf schauen. In dem Sinne, bleibt neugierig, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Timo.